Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind weiterhin am Vallo Alpino, dem Alpenwall, unterwegs und wollen uns heute weitere Befestigungsanlagen von dem Alpenwall anschauen. Und wir sind jetzt hier schon wieder über 2000 Meter hochgestiegen und bereits vor einer alten Festung, die aber weit vor dem Ersten Weltkrieg schon errichtet worden sein muss. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich jetzt kein Schild hier beim Hochgehen jetzt ad hoc gesehen habe, aber das kann ich wie gesagt noch mal einblenden und vielleicht auch was zu der Geschichte von dem Fort, ob das jetzt ein italienisches ist oder ein französisches, denn wir befinden uns an der Grenze in den Alpen zwischen Italien und Frankreich, und das ist aktuell auch französisches Hoheitsgebiet so gesehen, aber dadurch, dass die Stellungen hier von den Italienern im Zweiten Weltkrieg errichtet, beziehungsweise schon vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden, war das früher halt italienisches Gebiet. Aber heute, wie gesagt, gehört es zu Frankreich. Und ja, wir gehen jetzt einfach erstmal hier eben in die Festung rein. Und ich kann euch hier schon mal einen Ausblick geben, wo wir gleich hier noch so herwandern. Nämlich hier in diesem ganzen Bereich. Hier sollen sich noch weitere Bunkeranlagen verbergen und die wollen wir uns anschauen. Aber erstmal gehen wir hier rein. Melanie ist auch schon da drin. Da unten könnt ihr sie sehen. Dann seht ihr nämlich auch wieder, wie gewaltig das Ganze hier ist. Da die Schießscharen, das sieht mir auch irgendwie ein bisschen so zusammengeschossen auch aus, weil ich da vorne einige Treffer in dem Mauerwerk gesehen habe, was eher nach Granaten aussieht, auch da oben. Also vermute ich mal, dass das Ganze hier auch unter Feuer gelegt wurde. Wann genau das gewesen ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wie gesagt, wenn ich Informationen im Nachgang dazu habe, dann blende ich euch die wie immer natürlich ein. Das ist hier der Zugangsbereich gewesen. Von der anderen Seite zumindest. Der eigentliche Zugangsbereich ist auf der gegenüberliegenden Seite. Da ist nämlich so eine Art Zugbrücke gewesen, die ist aber weg. Und hier befinden wir uns schon in den ersten, Kammern von der Anlage. Das sieht auch richtig toll aus hier, wenn man hier durchschaut. Das ist Wahnsinn. Boah, krass. Oh, das sieht krass aus hier. Das ist mal so eine Art Innenhof hier. Und hier ist es auf einmal auch total windstill. Überall solche kleinen Kammern, wo höchstwahrscheinlich Munition, Vorräte etc. oder vielleicht sogar die Unterkünfte zum Teil gewesen sind. Ja, hier oben fehlt im Prinzip eine Ebene, so wie das aussieht. Also man kann das hier erkennen an den Seiten. Alles aus diesem Bruchstein gebaut, ne? Da wird noch eine Wand gewesen sein, eine Decke hier oben. Da sieht man noch die Balken, die sind alle weg. Das ist alles aus dem Bruchstein, ne? Hier oben ist geziegelt. Ja. Oh, das könnte hier ein Brunnen gewesen sein. Hier oben hast du noch, hier war irgendwie so eine Umlenkrolle oder irgendwas drauf. Hier war was drauf.
Und hier ist jetzt zugeschüttet, aber das wird wahrscheinlich so eine Wasserversorgung für das Vor gewesen sein. Guck mal, hier siehst du an den Wänden noch, welche Farbe hier war. So rötlich. Das ist jetzt die Galerie zu dem Burggraben hier, zu dem Graben hier im Vor, wo man hier so eine Schießscharten hat. Da geht's in den nächsten Raum. Oh, das hier sind die Schießscharten. Ja, in den Graben, wenn jemand in den Graben gekommen ist, konntest du hier drauf ballern. Das geht weit runter, hä? Das ist echt schon wieder so ein Geheimgang hier. Tatsächlich. Wir sind schon wieder irgendwo zwischen den Mauern. Verarsche. Kommst du auch her? So eine Zwischenwand gesetzt, warum auch immer. Kannst du auch wieder hinten rumgehen. Das ist auch nochmal wie so ein Wehrgang hier. Also jetzt sind wir an dem eigentlichen Zugang oben, wo ihr die Metallverstrebungen und Stahlträger erkennen könnt. Da ging die Zugbrücke, sage ich jetzt mal, her bis raus. Hier sind auch noch ein paar Reste davon. Und hier auch. Hier ist noch irgendein großes Metallteil unter dem Schnee. Und da oben ist das halt alles weggebrochen. Und das liegt hier draußen jetzt in dem Graben. Da könnt ihr den Rest erkennen da draußen, die ganzen Metallteile. Deshalb guckt man von der Seite auch nicht mehr in die Festung. Ja, jetzt sind wir hier genau am Zugangsbereich. Das ist der Rest der Brücke. Alles zusammengebrochen. Ja, das Holz ist ja natürlich morsch. Da oben war es befestigt, ging hier rüber. Ja, so eine normale Brücke, jetzt keine Zugbrücke. Aber das wäre der eigentliche Eingang, weil von der anderen Seite noch einen Zugang zu machen, hätte jetzt wenig Sinn ergeben. Also mit dem Graben jetzt, der sollte ja eigentlich
das Ganze irgendwie uneinnehmbar machen. Aber es ist echt alles nur Bruchstein, ne? Das ist ziemlich alt. Man sieht das jetzt hier. Nur die Scharten sind verstärkt mit so Granitstein. Ansonsten relativ einfach gebaut. Deshalb muss das deutlich älter sein. Gegen die modernen Kanonen dann auch schon im Ersten Weltkrieg mit den speziellen Granaten ist sowas nicht mehr zeitgemäß gewesen. Jetzt kommen die ganzen Nummern, ne? Ja, hier ist wieder so eine Plakette. Da 81, genau. Hier sieht man es auch, 81, 93. Also wurde jeder Raum und jeder Gang scheinbar beschriftet. So, wir haben jetzt die Festung da oben verlassen, sind schon ein bisschen runtergelaufen. Jetzt gibt es hier zwei markante Punkte in der Landschaft. Zwei Hügel, einmal diesen hier am See und diesen hier hinten. Hier haben wir schon ein paar Sachen gespottet. Hier gibt es auf jeden Fall irgendwelche Bunker. Hier unten gibt es Eingänge. Hier ist ein größeres Werk. Und dann da unten am See ist auch noch was. Und jetzt haben wir gerade mal ein bisschen rangezoomt. Hier hinten diese Kuppe. Das sind 3 solche massiven, kuppelartigen Gebäude vor diesem Punkt. Also wir haben das jetzt mit dem Handy rangezoomt. Wir haben jetzt gerade keinen Feldstecher mit dabei. Aber hier scheint dann doch noch mehr zu sein wie gedacht. Aber es macht natürlich aus taktisch-strategischer Sicht Sinn, dass man da auch noch irgendwas gemacht hat. Vermutlich gehen Scharten dann auch über den See Richtung dieses Passes hier. Diesen Zugang hier. Melanie geht schon runter. Zuerst werden wir uns jetzt diese Sache angucken und dann schauen wir mal, ob wir dann da hinten noch irgendwie hinkommen. Also es scheint dann doch wieder massiver zu sein wie angenommen. Das ist natürlich wieder richtig spannend für uns. Ich freue mich. So Freunde, einige Zeit später, wir sind vor dem Zugang. Wir haben es erreicht. Hier an der Seite hat man ja irgendwo die Befestigung gesehen und jetzt gehen wir einfach mal hier direkt rein. Direkt eine Treppe hoch. Dann kommen wir auch schon wieder direkt raus. Das ist ein Verbindungsgang. Ja, super. Es ist ein Verbindungsgang gewesen. Auch nicht schlecht. Hier haben wir noch mal eine alte Befestigung, ein Haus könnte das gewesen sein. Es könnte aber auch vom Militär direkt ein Gebäude gewesen sein. Hier unten ist auch noch ein paar Reste in dem
Flussbett hier. Und da drüben, das ist bestimmt auch noch mal locker 1 Kilometer weg. Das sind auf jeden Fall auch Befestigungen da hinten in der Wand drin. Aber ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Das ist schon wieder übel. Hier unten in diesem Stein, das helle, was ihr sehen könnt, das ist auch ein Bunker. So, und wir gehen jetzt hier hoch zu dieser Befestigung und gucken, ob wir da jetzt ein bisschen weiter reinkommen. Weil das eine war ja gerade irgendwie nur so ein Durchgang. So Leute, wir haben es geschafft. Juhu. Könnte was aus der Festung sein. Ja, hier sind schon 2 Scharten für ein Maschinengewehr. Und hier sieht man auch noch, dass das mal noch besser abgetarnt gewesen ist. Jetzt kann man das schon, sage ich mal, von der anderen Seite erkennen. Das sticht sofort ins Auge. Erstmal einen Break machen, Leute. Das ist wichtig, immer Pausen machen. So, Melanie hat gesagt, hier ist Wasser drin. Das stimmt auch. Und zwar sehr, sehr viel. Ne, kommst nicht weiter, ne? Schade. Naja. Höchstens Socken aus. Das kannst du machen, glaube ich. Ich versuch's mal. Ja, Gummistiefel haben wir im Auto, aber das will man auf eine Bergtour nicht wirklich mitschleppen. Und bisher war ja immer alles trocken. Aber scheinbar fließt es hier nicht raus. So, wir wagen es mal eben ohne Schuhe. Mal gucken. Oh, ich darf bloß nicht ausrutschen hier. Oh, Junge, 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 ist das kalt. Und hoffentlich ist hier kein Glas, ey. Boah, ey, das zwirbelt jetzt schon extrem an den Füßen. Oh. Oh. Ja, das tut jetzt schon sau weh, ne? Oh. Oh, Junge, ich glaube, ich kann das nicht. Oh. Ich will wenigstens bis da vorkommen, ey. Aber das tut so weh. Junge. Oh, oh, oh. Jetzt sagen bestimmt viele, oh, stell dich nicht so an, aber... Oh. 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 Ich kann es nicht. Oh. Es ist zu kalt. Oh. Oh. Ich muss zurück, es ist zu kalt, es ist zu kalt, es ist zu kalt. Es ist einfach zu kalt. Oh. Oh. Oh, oh, lass mich bitte vorbei. Oh, ich schaff das nicht. Oh, das ist ein Schmerz, ey. Meine Güte. Oh, 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 oh. Alter Schwede, wie kalt ist das bitte? Oh, oh. Junge, Junge, Junge. Oh, meine Güte, ey. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, ich mag meine Füße gar nicht mehr. Oh. Oh, wenn, dann müsste ich es gleich nochmal probieren, ne? Oh. Ey, das ist so schweinekalt. So, kannst du dir jetzt vorstellen, Rufless, dass die durch den geschwommen sind? Jo. Du musst dich erstmal daran gewöhnen. Das muss man erstmal wieder ein paar Mal gemacht haben. Ich versuch's nochmal. Oh. Da zieht einem wirklich alles zusammen, ne? So, mal gucken, komme ich jetzt weiter. Wenn ich ein bisschen schneller bin. Oh. Leute. Oh. Junge.
Oh, gibt es nicht einfach hier ein höheres Podest jetzt mal eben? Hier ist alles voll Wasser. Hier ist ein Podest, ich gehe mal eben kurz hier rein. Oh, Leute. Meine Fresse. Oh, Junge, 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 Junge. Ich glaube, das halte ich nicht aus. Scheiße. So Leute, wir sind hier im Wasserreservoir im wahrsten Sinne des Wortes. Also hier hat man Wasser rausgeholt. Oh, ey, meine Güte, ey. Das ist echt, ey, das ist... Ich habe sowas lange nicht mehr gemacht. In Norwegen vor Jahren bin ich immer wieder in das kalte Wasser gegangen. Und dann war das irgendwann ein Klacks. Aber sowas habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Jetzt kann mal einer von euch mal richtig kaltes Wasser und dann rein. Das ist ja auch gut für die Gesundheit, aber wenn man das einfach mal wieder so macht, das ist echt brutal. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier rein. Vor allen Dingen ist jetzt hier auch viel Metall, ne? Ich glaube nicht so gut. Oh. Wow. Oh nee, ich kann das nicht mehr weiter. Leute, ich kann es nicht. Ich gucke hier noch mal eben rum, aber dann war es das auch, Leute. Ich bin fertig dann. Es ist auch fucking alles unter Wasser, ne? Also ich gehe hier noch mal eben kurz eine Reihe lang, Schatz. Ihr hört jetzt nur hier in diesem blöden Video nur ein Gestöhne von mir. Meine Güte. Wir sind jetzt hier im Vorraum. Meine Güte. Reiß dich zusammen. Tut mir leid, Leute. Also das ist wirklich, macht es mal nach, ja. Hier könnt ihr es wirklich mal nachmachen, sowas. Das ist, sonst glaubt mir jetzt halt keiner. Da ist ein ewig langer Gang da hinten. Ja, man würde das jetzt richtig gerne exploren. Aber, ja, also der geht wahrscheinlich hinten rum. Könnt ihr das erkennen? Da kommt schon wieder das nächste Wasser. Ich gehe hier noch mal eben durch. Meine Füße brennen. Ich habe auch Angst, hier irgendwie in Metall zu treten. Also das habe ich auch noch nicht gemacht. Das habe ich echt noch nicht gemacht, Leute. So, hier ist auch alles versindert. Hier muss ich noch mal richtig aufpassen, dass ich mich nicht hier hinlege. Also das ist meine ganz besondere Experience. Ja, so, jetzt geht es langsam. Wenn ich jetzt hier wieder ins kalte Wasser komme, das dauert jetzt halt deutlich länger, bevor mir kalt wird. Aber das ist so ein übles Brennen. Ich gehe noch mal eben hier rein. Scheiße. Mein Gott, ey. Ja, Ruthless TV würde mich jetzt auch wieder auslachen. Und jetzt wird es richtig hoch. Hier komme ich nicht mehr weiter. Es ist jetzt schon bis zur Hose. Und da wird es richtig hoch. Also der Bunker geht jetzt hier im Prinzip runter. Also mit Warthose und alles ist das auch alles kein Problem. Aber hier hätten jetzt auch unsere Gummistiefel an der Stelle schon versagt. Also hätten wir jetzt hier sogar Warthose gebraucht. Von daher bin ich das sogar jetzt barfuß gegangen. Dann ist es auch nicht ganz so tragisch.
So eine Scheiße. So, ich gehe noch mal eben kurz für euch hierher. Hier ist das Wasser nicht ganz so hoch und tatsächlich ist es so, dass ich mich jetzt schon dran gewöhnt habe und es jetzt nicht ganz so schmerzt. Das ist wirklich halt der Anfang, den man überwinden muss. Ne? So, dann kann man nämlich hier noch ein bisschen hergehen, aber ich muss trotzdem höllisch drauf aufpassen, dass jetzt hier nicht irgendwo ein Nagel oder Metall liegt, wo ich mir schön Tetanus hole, wenn ich da reintrete. Das ist nämlich hier so ein Bereich. Heute gibt es ein bisschen Fuß-Content. Okay, wir sind jetzt hier an einem der Schaden. Hier weiß ich immer noch nicht, was das hier genau gewesen ist. Und hier ist wieder, hier ist viel Schimmel. Viel Scheiße liegt hier von Tieren, das schimmelt. So, okay. Also Leute, kann keiner sagen, dass wir das hier nicht versucht haben. Es war großes Geschrei, aber es ging dann letztendlich doch. Da oben haben wir noch so eine schöne alte Lampenfassung. Da oben sieht man noch die Scharten von der Festung, wo wir jetzt nicht allzu weit reingekommen sind. Und guck mal hier, da ist noch eine alte Baracke aus Stein und Holz zum Teil auch, ja. Und guck mal hier, ey, das ist so ein krasses Panorama hier. Also hier ist normalerweise auch ein Gletschersee. Wir werden schon von draußen ausgepfiffen. Die Murmeltiere sind hier übrigens überall. Wir werden ständig ausgepfiffen. Das ist wirklich hier ein Murmeltierparadies. So viele Murmeltiere haben wir noch nie gesehen. Die rennen hier über die Ebenen und über die Hügel, haben überall ihre Bauten. Das ist echt Wahnsinn. Und jetzt haben wir uns entschieden, noch mal eben fix hier auf diesen Hügel zu gehen und müssen jetzt irgendwie hier über den kleinen Fluss noch kommen. Aber das sieht schon spektakulär aus. Gehen wir hier rüber. Gleichgewicht halt. Jetzt bist du dran. Und hoppa. Hoppa. Aber trotzdem, ne, das Wasser ist so klar hier. So, Melanie muss so rüber. Wir haben keine Passage gefunden, wo wir die Schuhe anbelassen können. Und schön kalt. Ja. Ist nämlich doch tief. Super. Jetzt sind wir ja schon mal ein bisschen klimatisiert. Oh. Wow. Oh. So, wir lassen die Schuhe erstmal aus, weil wir nicht wissen, ob wir noch mal hier rüber müssen. Aber macht Fun. Und läuft sich cool, ne? Hier.
Ja, Sicherheit im Winter auf jeden Fall. Ein bisschen gruselig ist das. Mella meint, wir sumpfen ab. Absumpfen. Weil wir hier richtig eingehen. Ja, brauchst keine Angst haben. Wir sumpfen nicht ab. So. Hier oben ist ja jetzt alles stabil. Es ist ja kein Sumpf in dem Sinne, das ist ja ein Flussbett. So. Aber lässt sich angenehm laufen. Solange halt keine Steine sind. So, einmal noch rüber. Pass auf die Steine auf. So, wir gehen hier ganz easy. Bloß nicht ausrutschen. Oh ja, wir müssen aufpassen, nicht ausrutschen. Hier ist sehr schlickig. Sehr schlickig, also nicht ausrutschen. Das rutschst du wirklich, ne? Oh. Komm her. Ja, das schmerzt jetzt, ja. Nicht ausrutschen. Oh. Scheiße. Oh. Junge. Oh. Pass auf, jetzt hier rutschen wir jetzt aus. Scheiße. Komm, geh du erst mal hoch. Oh. So, warte, ich helfe dir. Ich gehe erst mal zuerst hoch. So. Gib mir deine Hand. Nicht ausrutschen. Und ab. Oh. Junge. Oh. Oh. Scheiße. Das war hart, ne? Wenn man länger dann drin ist. Das muss man immer überwinden. Aber wir haben es geschafft. Das hier, Leute, muss ich sagen, ist für uns beide hier die schönste Landschaft, die man eigentlich haben kann. Keine Menschen, Tiere, richtig tolle Natur, abwechslungsreich. Das ist wirklich das Nonplusultra. So, hier oben müssen wir hin. Oh je. Das hier zum Beispiel ist ein Murmeltierschädel. So groß ist der Kopf. Die flitzen hier überall rum. Ich weiß nicht, was die so für natürliche Feinde haben, weil irgendwelche Adler oder andere Greifvögel habe ich hier eigentlich kaum gesehen. Und auch Füchse oder sowas nicht in der Höhenlage. Keine Ahnung, wer denn hier so gefährlich werden kann, außer wir. So Leute, wir nähern uns unserem Ziel. Hier oben sind diese Außentürme. Auch ganz interessant gemacht diesmal. Und da ist der Zugang. Aber wir haben mit der Drohne schon geguckt. Von dem anderen Hügel aus, dass das Ding offen ist. Oh. Jetzt wird es nochmal richtig steil hier. Das müsst ihr euch mal überlegen, Leute. Von da hinten, da sind wir ja noch über den Hügel gegangen, von dieser alten Festung. Da runter, hier hin und jetzt hier rüber und hier hoch. Und wir gucken mal, ob wir dann irgendwie hier über einen Weg da hinten zurückkommen. Oh Mann, was haben wir da gemacht? Abenteuer.
Hier müssen wir schon aufpassen. Hier sind überall noch Reste vom Stacheldraht. Ich muss auf Melanie aufpassen, dass die nicht da reintritt jetzt. Ja, auch hier sieht es sehr feucht aus. Der Zugang. Oh. Oh. Boah, du Scheiße. Guck dir das mal an, ey. Das ist wie im Opera 10. Leute, jetzt mal wieder richtig im Berg hier. Da geht's nach oben. Ah, guck mal hier. Das ist die andere Seite. Gefechtsturm. Oh, Mist. Das ist nur ein weiterer Kampfbereich für Maschinengewehr. Was war da nochmal her? Also der Unterschied, Leute, ist hier, dass wir den Plankenfels haben, wie damals im Opera 10 in Südtirol. Der hat scheinbar ein ähnliches Kaliber hier. Das sieht gewaltig aus. Wenn ihr überlegt, wir sind über 2200 Meter hoch. Mindestens, wenn nicht sogar höher. Ich habe jetzt nirgendwo mehr ein Schild gesehen, wie hoch. Was ist? Was sagst du? Oh nee. Viele Treppen wieder. Soll ich mal gucken, ob es da überhaupt groß weitergeht? Hier geht es zu einer Beobachtungskuppel. Da ist das Zwischending schon hier drin. Da krebse ich mich jetzt nicht vorbei. Ne, hier ist Ende im Gelände. Da geht es zu einer Beobachtungskuppel. So Leute, wir sind hier raus. Es waren jetzt nur 1, 2 Quergänge und ein Aufstieg zu einer Beobachtungskuppel. Und hier führte dann der eine noch raus, hier an der Seite, wo sich das Wasser wieder so gestaut hat. Das müsste jetzt hier oben irgendwo sein, vermutlich.
Irgendwo hier habe ich was gesehen. Ja, hier. Hier ist eine Tür. Es kann sein, dass das hier war. Oder ist das schon wieder was anderes? Das sieht mal ein bisschen moderner aus hier, die Elektronik. Ich glaube, das ist einer, der von der italienischen Armee vielleicht noch weiter genutzt wurde damals. Da geht's raus. Das Licht auf jeden Fall. Ich guck mal hier hinten, hier ist wieder Wasser. Ich glaube auch. Guck mal eben, wo wir vorhin nicht weitergekommen sind, oder? Nee, das ist was anderes. Die scheinen dann doch irgendwie, die zwei Bereiche, nicht zusammen gewesen zu sein. Aber vielleicht geht es hier auch wieder nur in den Gefechtsbereich, ja. Es geht hier in den Gefechtsbereich. Das ist alles ein bisschen voneinander gelöst. Jetzt sind wir in einem von diesen Türmen, die wir von außen gesehen haben. Hier ist einer von diesen größeren Räumen. Aber, oh hey, hier ist ein Gitter, hier haben sie mal was zugemacht im Bereich. Das ist ja auch merkwürdig. Aber hier ist schon wieder alles richtig voll mit Wasser. Und da hinten geht es auch nicht rein. So, hier habt ihr auch nochmal einen der Gefechtstürme von außen. Auch mit Bruchstein im Prinzip nochmal verkleidet, damit das ein bisschen mehr den Fels annimmt. Das hat ja auch gut funktioniert. Wir haben es ja auch von weiter weg gar nicht so richtig erkannt, nur so vermutet. Und dann wird ja noch zusätzliche Abtarnung in Form von irgendwelchen Tarnnetzen etc. draufgekommen sein. Ja, nicht alle Bereiche sind hier begehbar, weil die liegen zu weit unter Wasser. Das ist einfach, hat was mit dem Schmelzwasser zu tun. Weil ihr seht das ja hier oben. Hier sind überall noch Schneebretter. Und da ist ja auch noch eine Anlage drin. Deshalb sind die zum Teil halt unter Wasser, sobald die halt irgendwo im Berg nach unten gehen. So, da habt ihr jetzt nochmal hier die Perspektive. Hier ist die Anlage drin. Dann gehen wir hier rüber. Wir haben hier unten eine Anlage drin. Da oben ist ja die große Festung. Da unten ist eine Anlage, wo wir waren, am Fluss. Und jetzt die größere Anlage hier, wo wir jetzt auch nicht alles sehen konnten, aber das ist schon massiv befestigt gewesen hier. Wahnsinn. Und es wurden hier sehr, sehr viele Anlagen fertiggestellt. Klar, kaum Inventar, aber nur alleine das in den Berg reintreiben, ausbetonieren und die Tarnung, das ist schon immens. Und jetzt alleine nur dieser Bereich hier, das ist schon krass. Für eine Zufahrt praktisch hier, ein Zuweg über die Alpen. Und das müsst ihr euch dann entsprechend hochrechnen. Ich weiß nicht mehr, ich hatte es nochmal im Kopf gehabt, wie viele Anlagen es gab. Und es ist ja beim Alpenwald gestaffelt. Es gab ja 3 Verteidigungslinien, wo man sich immer ein Stück weit zurücksetzen konnte, wenn es dann so weit gewesen wäre. Aber Wahnsinn, was man hier verballert hat an Beton, Material, Geld. Für nix, ne? Wahnsinn. Ist echt Wahnsinn. Hier oben haben wir noch mal irgendwie was gesehen. Hier, da
So Metall, ne? Da kann ich noch mal eben kurz hochflitzen. Schon wieder zu schnell hochgeklettert. Ich vergesse das immer. Ich habe hier noch was gefunden. Ich weiß nicht, was das ist. Guck mal hier. Ist das auch irgendwie? Sollte das mal für einen Bunker was sein? Bestimmt, oder? Oder was ist das? Ist ja nicht von einem Fahrzeug, oder? Was meint ihr denn? Ich mache hier mal so ein bisschen meine Hand davor, oder? Klar, Moment, wir machen es anders. So. Was meint ihr denn? Was könnte das denn gewesen sein hier? Das ist irgendwie so, es könnte was halt also ein Einbau jetzt für den Bunker gewesen sein, ne? Aber es könnte aber auch ein Fahrzeug sein. Ja, hier ist noch ein interessantes Objekt, aber ich weiß nicht, ob das irgendwas mit einer Wasserversorgung hier zu tun hat. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, das ist was Moderneres. Aber ich habe das noch nicht gesehen. Deshalb keine Idee. Was das sein könnte. Aber hier ist so ein Plastikding drin und hier höre ich Wasser. Das muss irgendwas für Wasser sein. Irgendwas Modernes. Ja, Leute, dann war es das jetzt mit dem Video. Wir sind hier über Stock und Stein gekraxelt, haben euch alles Mögliche gezeigt, die Landschaft, die alte Festung hier oben, hier seht ihr sie noch. Und vor allen Dingen die Bunker des Vallo Alpinos, die Mussolini damals hat bauen lassen in den 1920er Jahren bis in die 40er. Noch als der Zweite Weltkrieg aktiv war. Und ja, es war mega anstrengend. Wir haben jetzt einiges an Höhenmetern und Kilometer zurückgelegt. Aber es war auf jeden Fall wert. Ich weiß nicht, ob ich sehe mich irgendwie nur so dunkel. Naja, egal. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben spektakuläre Drohnenaufnahmen gemacht. Ja, schreibt uns gerne was in die Kommentare, wie ihr die Anlagen findet. So weit oben in den Alpen. Also ich finde sie, oder wir finden sie immer wieder spektakulär, gepaart mit der Landschaft. Und es ist immer noch krass anzusehen, was man damals für einen Aufwand betrieben hat, um das hier zu bewerkstelligen. Und das war, wie gesagt, heute nur ein Bereich. Und davon gibt es ja etliche Anlagen. Ja, wie gesagt, schreibt uns was in die Kommentare. Ein Abo und ein Like ist gern gesehen. Abo ist vollkommen kostenlos. Auch die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt über ein aktuelles Video, was online geht. Und deshalb, ich wünsche euch noch guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr das Video guckt. Und schaltet das nächste Video an, was jetzt hier angezeigt wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.